Tristan kümmert sich um mein erstes Album. Er ist mein neuer Manager. Ich dachte, wir waren uns darüber einig, dass die Firma an erster Stelle steht. Natürlich, aber... Wer sich vom Rudel entfernt, Tristan, wird an die Kette gelegt. Tanja, das ist eine Familiensache. Weißt du, Ansgar, ich bin so schockiert, dass ich wirklich geneigt bin, dem Finanzamt gewisse Hinweise zukommen zu lassen. Kapitalertragssteuer. Wenn du das gegen mich verwendest, sorge ich dafür, dass du deine Zulassung verlierst. Aber wozu brauche ich eine Zulassung, wenn ich 100 Millionen Euro haben kann? Auch wenn wir das gerne bestreiten. In jeder Beziehung lauert ein Machtkampf. Selbst wenn wir unterschiedliche Mittel anwenden, trotzdem will keiner verlieren. Na, bist du dir wirklich sicher? Du weißt nicht, was dir entgeht. Ich lobe mich ja nur ungern, aber ich bin ein ganz vortrefflicher und auch sehr erfahrener Ehemann. Daran habe ich auch nie gezweifelt. Ah, Ansgar, hast du das Geld schon parat? Keine Sorge, Tanja, du kriegst es. Auf Heller und Pfennig. Ich werde es nachzählen. Entschuldige, Baby, das Geschäft ruft. Einige kämpfen um Geld, um Macht oder darum, den anderen auszutricksen. Ich erwarte dich dann in meiner Suite, Ansgar. In deiner Suite? Und sei pünktlich. Unser letztes Date. Vielleicht soll ich mich ja vorher umziehen. Weil sie die Fassade der Überlegenheit krampfhaft wahren wollen. Müsst ihr das ausgerechnet hier austragen? Ich finde, eine Scheidung ist nicht unbedingt etwas, womit man angeben sollte. Und ich dachte, du freust dich, wenn Tanja endlich von Ansgar geschieden ist. Dann ist er doch frei. Und ihr könnt endlich eure großartige Hochzeit feiern. Man kämpft um das, was man verloren hat. Das wolltest du doch immer. Ich habe andere Ziele im Leben, als die nächste Frau von Hornstein zu werden. Was soll das heißen? Ich habe die Hochzeit abgesagt. Andere kämpfen für sich selbst, um in Gegenwart des anderen nicht unterzugehen. Hey. Ist das alles für Tanja? Dein Ex ist ein mieser Erpresser. Ist das alles? Das sind 5 Millionen. Sebastian bestand auf 5%iger Barzahlung. Max theatralisch, der kleine Anwalt. Du zahlst dann ja 100 Millionen Euro? Ansonsten erfährt der Fiskus von meinen privaten Konten in der Schweiz. Immerhin behältst du dein restliches Geld und ersparst dir eine Menge Ärger. Ich finde, das klingt nach einem vernünftigen Deal. Ja, vernünftig und nicht ganz billig. Wie lange wart ihr verheiratet? 2,5 Jahre. Du siehst, es lohnt sich. Immerhin weißt du jetzt, dass es mir nicht nur um dein Geld geht. Wann willst du es ihr geben? Jetzt. Soll ich mitkommen und auf dich aufpassen? Vielen Dank, aber weißt du, das würde mich vielleicht daran hindern, dir den Hals umzudrehen. Okay, John, I'll give you a call. Bye. Du bist der Größte. Hey, jetzt übertreibt man nicht. Noch hat uns Jordan Mills keine Songs geschrieben. Ja, aber alleine, dass er es plant, ist schon wow. Ich habe trotzdem noch ein paar Alternativen im Auge. Wir müssen vor allem internationaler denken. Für den US-Markt brauchst du ein Duett mit einem Ami, sonst spielt dich da kein Sender. Ja, dagegen müssen wir was tun. Ja, ich hätte eigentlich an eine Country-Jazz-Crossover-Nummer mit Willie McAusen gedacht. Aber es gibt noch ein Angebot von den rappenden Rabbis aus East Brooklyn. Die starten gerade voll durch. Rappende Rappis aus East Brooklyn? Ja, die Nummer könnte cool werden. Allerdings hätten wir da gleich La Bomba machen können. Danke, Tristan. Ich find's klasse, wie du dich für mich ins Zeug legst. Hey, das ist mein Job. Vor 2 Wochen habe ich noch nicht mal geglaubt, dass ich in den nächsten 2 Jahren überhaupt einen Termin bei einer Plattenfirma bekomme. Gib mir ein paar Monate und die rennen uns die Bude ein. Die werden sich nicht reißen. Und um den Manager mit dem Goldhändchen. Du wirst dich vor Angeboten kaum retten können. Überleg dir das doch mal mit den rappenden Rabbis. So. Und dann noch ein Foto von Ansgars Visage, wenn er mir das Geld übergibt. Was guckst du denn so?
Hat Lydia mit dir geschimpft wegen der Erpressung? Oder will Ansgar doch nicht zahlen? Dann wird's nur noch teurer für ihn. Kapitalertragssteuer, Vermögenssteuer, Anwaltsgerichtskosten. Er hätte sich eben überlegen sollen, ob er sich mit mir anlegt. Und vor allem hätte er nicht jedem erzählen sollen, dass ihm Marias Millionen gehören. Ansgar ist eben ein sehr schlechter Verlierer. Aber er kann rechnen, er wird zahlen. Und warum guckst du dann so traurig? Wir haben gewonnen. Du hast gewonnen. Lass dich von mir nicht stören. Lächeln! 5 Millionen. Den Rest habe ich angewiesen. Gebt nicht alles auf einmal aus. Du gibst also auf? Ansgar, wo ist der Haken? Kein Haken. Ich habe nur was begriffen und dafür müsste ich dir eigentlich dankbar sein. Weißt du, 100 Millionen, das ist eigentlich ein Witz dafür, dass ich Tanja endlich los bin. So, jetzt entschuldigt mich. Lydia wartet. Ich habe dir gerade 100 Millionen abgeknüpft und kann einfach nicht glauben, dass du das so locker wegsteckst. Das ist schon Geld. War doch immer das Wichtigste für dich. Abgesehen von Königsbrunn und der Firma natürlich. Entschuldige bitte. Ganz vergessen, du wurdest dir enterbt. Deine Versuche, mich zu provozieren, sind ziemlich erbärmlich. Aber das weißt du ja. Oh, ich werde dir trotzdem verraten, warum ich das so locker wegstecke. Oh, ich kann es kaum erwarten. Dir bleibt an die Frau, mit der ich jetzt glücklich werde. Nur Erinnerung. Ich krieg ein Kind mit Lydia. Du dagegen hast bis ans Ende deiner Tage Tanja am Hals. Weißt du, es kostet 100 Millionen, sich von ihr zu trennen. Das wirst du dir nie leisten können. Und deswegen ist mir das Geld egal. Ich hab Lydia, du nicht. Und warum heiratet sie dich dann nicht? Wer hat dir das gesagt? Vielleicht will sie nur ihre Freiheit behalten oder es reicht einfach nicht für eine Ehe. Was mit Lydia und mir, es geht dich einen Dreck an. Wusste ich doch, dass dich das kränkt. Was ist denn hier los? Ich weiß Bescheid. Kommen Sie denn heute gar nicht mehr ins Büro? Homeoffice, Frau Dröge. Im Bademantel arbeitet es sich wesentlich entspannter. Ich leite die Post dann weiter. Hey, kleiner Kontrollbesuch in der Firma? Es geht um die Scheidung von Tanja und Ansgar. Du weißt, zu welchen Mitteln dein Bruder gegriffen hat. Ich weiß nur, dass Ansgar zahlen muss. Weil Sebastian ihn erpresst hat. Was habt ihr erwartet? Sebastian hat Ansgar mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Mit diesem Geld wollte Ansgar die Lahnsteinbank zurückkaufen. Das wird er nie auf sich sitzen lassen. Wisst ihr schon, was er vorhat? Schon vergessen, wie er Sebastian beim Kauf der Rennbahn über den Tisch gezogen hat? Bei Ansgar muss man mit allem rechnen. Das klingt so, als hättet ihr einen Plan. Nein, das haben wir nicht. Aber wir müssen im Moment extrem vorsichtig agieren. Wir müssen ganz genau prüfen, mit wem wir uns geschäftlich einlassen. Und vor allem, die Familie muss zusammenhalten. Ich weiß, dass du im Moment andere Pläne verfolgst. Aber die Firma braucht dich. Wir haben bereits intern schon ein tägliches Meeting beschlossen. Die Familie war immer für dich da, egal was passiert ist. Immer. Sag mal, was wollt ihr eigentlich von mir? Wir wollen, dass du deinen Job als Marlenes Manager auf Eis legst. Jetzt musst du mal für die Familie da sein. Sag mal, musstest du Sebastian unbedingt erzählen, dass wir nicht heiraten werden? Ich wusste nicht, dass das ein Geheimnis ist. Ach, du wusstest doch ganz genau, dass dein blöder Ex-Mann mir das sofort unter die Nase reibt. Ach so, darum geht es also. Unsere Heirat ist nur ein Trumpf in deinen Händen, den du bei jeder Gelegenheit ausspielen kannst. Mein Haus, mein Boot, meine Frau. Nein, darum geht's natürlich nicht. Aber er hat mich ohnehin schon damit erpresst, dass er meine Konten offenlegt. Musstest du ihm diesen Trumpf auch noch in die Hände spielen? Lydia, ich dachte, das ist eine Sache zwischen uns und das soll auch bleiben. Mit wem ich mein Privatleben bespreche, das musst du schon mir überlassen. Ich habe Sebastian noch nicht erzählt, um dir in den Rücken zu fallen. Musst du es ausgerechnet Sebastian erzählen? Ich meine, hey, wach auf, deinen lieben Sebastian gibt's nicht mehr. Der ist jetzt unter die Erpresser gegangen. Ansgar, meine Meinung dazu kennst du. Weißt du, was mich wirklich stört? Du kreidest mir Fehler an, die du bei ihm nicht mal sehen willst. Ganz ehrlich, manchmal habe ich den Eindruck, dir liegt noch was an ihm.
Vertraust du mir eigentlich? Das ist eine ganz einfache Frage, Lydia. Liegt es an Sebastian, dass wir nicht heiraten? Ich habe Sebastian deinetwegen verlassen. Reicht das nicht? Guten Tag, Graf Lahnstein. Darf ich Ihre Unterlagen auf Ihre Suite bringen? Danke, Justus. Und bringen Sie mir etwas zu essen auf die Suite. Das wird eine lange Nacht. Sehr wohl. Tristan, ich habe auf dich gewartet. Ich hab's eilig, Marlene. Und ich möchte mit dir sprechen. Können wir das nicht ein andermal? Nein, das können wir nicht. Also gut, was gibt's? Ich möchte einfach nur wissen, was hier gerade abläuft. Erst reißt du dich darum, mein Manager zu sein, organisierst mir Willie McOlson, Jordan Mills. Darum kümmert sich jetzt mein Nachfolger. Ich will aber keinen anderen. Ich will dich, weil du der Richtige bist. Also, was ist passiert? Habe ich etwas falsch gemacht? Marlene, wir sind kurz davor, alles zu verlieren. Und ich bin derjenige, der in der Firma die Finanzen regelt. Meine Mitarbeit ist von größter Bedeutung. Ich kann mich nicht zweiteilen. Du und die Firma, das läuft einfach nicht. Und im Moment verlassen sich alle auf mich. Weißt du, ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Familie ist das Allerwichtigste auf der Welt. Aber meine Familie würde nie etwas von mir verlangen, was ich nicht wirklich will. Marlene. Ich habe mich auch auf dich verlassen. Hey. Hey, Das ist bestimmt nicht gut für dich, hier draußen in der Kälte auf den Stufen zu sitzen. Deswegen vorher tut mir leid. Ansgar hat mich provoziert, ich ihn. warum hast du es ihm gesagt? Dass du ihn nicht heiraten wirst? Weil er ein arroganter Mistkerl ist. Tut mir leid, ich weiß, du liebst ihn, aber ab und zu muss man Ansgar von seinem Sockel stoßen und ihn auf seine wahre Größe zurechtstutzen. Ja. Du musst dich vor ihm schützen. Bleib unabhängig. Manchmal frage ich mich auch, ob ich nicht einfach nur die Frau an seiner Seite und die Mutter seines Kindes bin. Du bist mehr als das. Viel mehr. Und vor allem, du brauchst ihn nicht. Du kannst auch alles ohne ihn schaffen. Ich zweifle in letzter Zeit ständig an mir. Ob ich das hinkriege mit der Karriere und dem Kind und ob ich der Sache mit der Kolumne überhaupt gewachsen bin. Sebastian, ich will eine ehrliche Antwort. Bin ich gut genug? Weißt du, als ich damals rausgefunden habe, dass du diese Blogs schreibst, konnte ich erst gar nicht glauben. Ja, ich hatte immer eine ganz andere Vorstellung von der Frau, die solche Einträge verfasst. Was denn für eine? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der so gut wiedergeben kann, was ich fühle. Lydia, du hast eine Gabe. Mit deinen Worten, da reißt du die Menschen mit. Du bist eine hervorragende Journalistin und genau deshalb hast du auch die Chance mit der Kolumne bekommen. Sag das mal meinem Redakteur. Der weiß das genauso gut wie ich. Du bist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Und wer das nicht merkt, der hat dich nicht verdient. Es hat gut getan,
getan, mit dir zu sprechen. Fand ich auch. Wir haben ja alle mal Selbstzweifel. Ich frage mich praktisch täglich, ob es das alles wert ist. Die ständigen Kämpfe mit Ansgar, die Rivalität mit Hagen in der Firma. Lydia, ich könnte in jeder Kanzlei dieser Welt anfangen. Und als wir noch zusammen waren, da wusste ich immerhin, was mache ich eigentlich noch in Düsseldorf? Du gehörst hierher. Hier ist deine Familie, hier ist die Firma. Und du bist jetzt Chef von Launch Enterprises. Toller Job. Ich trage die ganze Verantwortung und alle hassen mich. Früher hättest du das nicht ausgehalten. Früher gibt's nicht mehr. Sebastian, du hast dich verändert. Ich erkenne dich manchmal gar nicht mehr. Weil ich die Firma leite? Nein, weil du dabei zu den falschen Mitteln greifst. Bei Ansgar hast du damit kein Problem. Doch. Aber das Liebenswerte an dir war immer, dass du ehrlich warst. Pass auf, dass du dich nicht verlierst. Macht kann wie ein Strudel sein, in dem man ganz schnell verschwindet. Oder man kämpft dagegen an und gewinnt. Sebastian. Ich krieg jetzt, was ich will. Und dich habe ich noch nicht aufgegeben. Die Rosen, was kosten die? Er hat mich gerade angerufen, dass er es nicht schafft. Hagen arbeitet ganz schön viel, oder? Ja, er hat ziemlich viele Termine. Sponsoren, Pferdehändler, andere Rennstallbesitzer. Es würde mich nicht wundern, wenn der Rennstall bald zur Weltelite gehören würde. In so kurzer Zeit und aus dem Nichts. Mich würde das auch nicht wundern. Schließlich macht er ja genau das, was ihm Freude bringt. Und Hagen wird dabei von seiner ganzen Familie unterstützt. Das ist so nett von euch. Natürlich, er setzt sich hier auch für die Firma ein. Da halten wir selbstverständlich alle zusammen. Wie schön. Sollte eine Familie nicht alles dafür tun, dass ihre erwachsenen Nachkommen das tun können, was sie tun wollen? Man kann sich auch in seinen Hobbys verwirklichen. Töpfern, Yoga, Singen. Geht es um Tristans kleinen Ausflug in die Musikbranche? Das war kein kleiner Ausflug. Und höchstwahrscheinlich ist es dir entgangen, aber ich interessiere mich bereits seit meiner Schulzeit für Musik. Aber das kann doch auch so bleiben, das muss sich doch nicht ändern. Marlenes Album kannst du auch nächstes Jahr machen. Ja, aber die Lahnstein Enterprises wird es dann möglicherweise nicht mehr geben. Ja, vielleicht prallt auch ein Komet auf die Erde und dann gibt es uns alle nicht mehr. Ja, eben. Und da draußen laufen 1000 top-qualifizierte Manager herum, die Tristan bis dahin eine Weile vertreten könnten. Wir brauchen jemanden, der genau weiß, was auf dem Spiel steht. Tristan, es geht um unsere Existenz. Wir könnten alles verlieren. Die Lage war immer besonders ernst oder lebensbedrohlich. Und wisst ihr was, ich mach mit. Aber es steht mir bis hier. Du arbeitest noch? Ja, ich bin noch nicht zufrieden. Irgendwas fehlt noch. Hast du einen Blumenladen überfallen? Lydia, ich habe Mist gebaut. Ich war halt eifersüchtig. Ausgerechnet auf Sebastian. Es tut mir leid. Weißt du, was dein Problem ist? Dass ich dich liebe? Nein, dass ich so bin, wie ich bin. Selbstständig, unabhängig. Frisch geschieden. Warum willst du mich mit aller Gewalt besitzen? Naja, so bin ich nun mal. Das ist kein Argument. Ansgar, ich heirate dich nicht, weil ich verhindern will, dass du mich in einen goldenen Käfig sperrst und den Schlüssel wegwirfst. Ja, schon gut. Das wird ja auch nie passieren. Sebastian hat das verstanden, du nicht. Dafür kenne ich dich mittlerweile zu gut. Sag mal, meinst du nicht, es reicht, dass ich dich liebe? Ich weiß, dass du mich liebst. Aber du bist es nun mal gewohnt, Bedingungen zu diktieren. Und ich bin nicht mehr die Frau, die nachgibt. Die Frage ist, ob dir das reicht.
Könnt ihr nicht wenigstens mal darüber nachdenken? Worüber denn? Ich weiß, ich bin nicht Tristan, aber ich durfte auch immer das machen, was ich wollte. Rebecca, vor 2 Monaten hatte Tristan mal wieder richtig durchgefeiert. Und dann sitzt er morgens am Frühstückstisch und wirft einen Blick in die Zeitung, murmelt irgendetwas Unverständliches, nimmt sich einen Kaffee und eine halbe Stunde später hat er unser gesamtes Portfolio umgestellt. Ja. Oh Gott, er hat alle Aktien abgestoßen und er hat in Werte investiert. Das war unglaublich. Weißt du noch, unsere Experten, die sind Amok gelaufen. Die haben den Notstand ausgerufen. Und wenn ich ehrlich bin, ich auch. Ja, und als die Wall Street am Nachmittag im Minus eröffnet, bricht der gesamte Markt ein. Der DAX stürzt um 400 Punkte. Und die Banken sprachen schon vom schwarzen Montag. Nur wir waren im Plus. Und wie? Ja, das war ein sehr erfolgreicher Tag für Lahnstein Enterprises. Ja, und das, weil Tristan nicht irgendein anonymer Banker ist, sondern zur Familie gehört. Versteh schon. Ich glaube, ich weiß, was du denkst, Marlene. Das hoffe ich nicht. Als ich in diese Familie kam, da wollte ich auch alles ändern. Es war so steif, die alten Regeln und Gesetze. Und über allem die Tradition der von Lahnsteins. Man kann auch an Tradition ersticken. Nein, Marlene. Tradition gibt dir Halt. Lahnstein Enterprise ist nicht irgendeine Firma. Die Familie ist die Firma. Sie wird seit Generationen an die Kinder vererbt. Und wenn diese Familie nicht zusammenhält, das bedeutet das Ende von Lahnstein Enterprise. Tradition ist eine Form des Respekts. Respekt vor dem, was andere vor uns aufgebaut haben. Ich finde, das hat ein Mindestmaß an Wertschätzung verdient. Unser Glück ist nicht immer abhängig von einem anderen Menschen. Es reicht schon, dass wir die Dinge tun können, die uns ausfüllen. Und für die wir Anerkennung bekommen. Oder wenn wir das erreichen, was wir uns wünschen. Für mich bedeutet Glück, mir selbst treu zu bleiben. Dann klappt das mit der Liebe von ganz allein.